Wofür steht eigentlich das I in E-Fuel? E-Fuel ist die Abkürzung für Elektrofuel, auf Deutsch Elektrokraftstoff. Dahinter verbirgt sich das komplexe Problem, wie zum Beispiel Fahrzeuge, aber auch bestimmte großtechnische Anlagen in der Zukunft am besten angetrieben werden sollen. Nehmen wir uns einfach einmal ein Auto als Beispiel her. Im Moment wird es in den allermeisten Fällen mit Benzin oder Diesel fahren. Diese Kraftstoffe werden im Automotor zusammen mit Sauerstoff im Wesentlichen zu Kohlenstoffdioxid und Wasser verbrannt. Und ein Teil der dabei frei werdenden Energie bringt unser Auto ins Rollen. Ein Teil geht aber auch als Wärme verloren. Die könnt ihr im Winter vielleicht noch ein bisschen über die Autoheizung nutzen, aber sonst ist die einfach weg. Und das ist ein Merkmal jeder chemischen Reaktion. Es gibt immer Energieverluste. Keine Reaktion kann mit 100% Effizienz ablaufen. Zurück zu unseren Benzin- und Dieseltreibstoffen. Im Moment werden die zum überwiegenden Teil aus Erdöl gewonnen. Das ist nicht zukunftsfähig. Erdöl muss mit immer größerem Aufwand aus dem Erdmantel geholt werden und die bei der Verbrennung frei werdenden CO2-Emissionen treiben den Klimawandel voran. Was sind also Alternativen? Eine Möglichkeit ist, statt fossiler Kraftstoffe Elektrizität zu nutzen. Diese kann aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wasserkraft und Wind gewonnen werden und bei ihrem Einsatz entstehen keine Abgase und keine CO2-Emissionen. Der Nachteil ist, das funktioniert nicht einfach so mit unseren Benzin- und Dieselautos, wie sie jetzt sind. Hier mussten und müssen erst einmal neue effiziente Antriebe und Stromspeicher entwickelt werden. Möglichkeit Nummer 2 sind E-Fuels. Darunter verstehen wir synthetische Kraftstoffe, die aber nicht aus Erdöl, sondern durch den Einsatz elektrischer Energie aus Kohlenstoffdioxid aus der Luft und Wasserstoff hergestellt werden. Im Grunde wird dabei die im traditionellen Automotor stattfindende Verbrennungsreaktion umgekehrt. Der große Vorteil: Wenn wir solche E-Fuels in unserem Auto verbrennen, gelangt kein neues CO2 in die Atmosphäre, sondern nur das, was wir ihr vorher für die E-Fuel-Herstellung entzogen haben. Und damit das Ganze funktioniert, müssen wir an unseren Autos überhaupt nichts verändern. Spart also an dieser Stelle jede Menge Aufwand. Aber natürlich gibt es auch einen Nachteil. Und zwar das Problem, dass keine chemische Reaktion ohne Energieverluste abläuft. Die sind bei den ganzen Schritten der E-Fuel-Herstellung so groß, dass am Ende deutlich weniger Energie tatsächlich sinnvoll genutzt werden kann, wenn wir das mit einem elektrischen Antrieb vergleichen. Ein E-Fuel-Antrieb braucht insgesamt 2 bis 14 Mal so viel Strom wie ein Elektroantrieb. Wenn wir uns also mal vorstellen, dass unser Auto hier ein Elektroauto ist und jeden Tag durch eine Solarzelle, die in unserem Garten steht, aufgeladen wird, dann müssten wir unseren Garten mit 2 bis 14 Solarzellen zupflastern, um die E-Fuels für das gleiche Auto herzustellen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viele zusätzliche Solar- und Windparks das global betrachtet wären. Wenn der Strom noch dazu aus fossilen Quellen, wie zum Beispiel Kohle, gewonnen wird, ist das Ganze noch viel weniger sinnvoll, weil dann die CO2-Emissionen schnell noch größer sind als bei erdölbasierten Kraftstoffen. Das Ganze ist also super kompliziert. E-Fuels können sinnvoll sein für Bereiche, in denen ein direkter Antrieb durch elektrischen Strom kaum möglich ist, zum Beispiel für Flugzeuge oder Schiffe. Eine effiziente Anwendung in unseren Autos ist dagegen im Moment nicht wirklich absehbar. Erst recht nicht, wenn immer noch jede Menge Kohle-, Erdöl- und Erdgaskraftwerke unseren Energiebedarf decken müssen. Bis die ganzen Probleme gelöst sind, fahre ich lieber einfach Roller statt Auto.